Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen zur Einführung in das methodische Erfinden. Erste Lektion, erste Episode. Und wir wollen gleich mal schauen, was uns in dieser ersten Lektion erwartet. Da sehen Sie hier einen kleinen Überblick. Wir werden also zunächst mal einige Grundlagen vom methodischen Erfinden besprechen. Wir werden uns dann in eine dreigestufte Abfolge begeben, nämlich wir werden ein Rahmenmodell entwickeln mit den Inhalten, mit den Werkzeugen des methodischen Erfindens und dem Prozess. Und wir werden im dritten Teil, in der dritten Episode, uns vergegenwärtigen, dass das methodische Erfinden nicht alleine auf dieser Welt steht, sondern dass es eine Vielfalt von Kreativitätstechniken gibt und dass das methodische Erfinden wunderbar mit diesen Kreativitätstechniken zusammenarbeitet. Das also die Übersicht über die Lerneinheit und damit steigen wir in die erste Episode ein, Grundlagen und Inhalte. Und vielleicht kennen Sie ja einen dieser drei Herren, die hier abgebildet sind, die also berühmte Erfinder gewesen sind und viele Sachen gemacht haben, von denen wir heute noch profitieren. Ich will nur mal ein Beispielchen herausgreifen, der Herr ganz rechts, das ist Thomas Alva Edison, haben Sie sicherlich erkannt. Der hat ja eine erfolgreiche Karriere als Erfinder hinter sich gebracht und war bekannt für seine Hartnäckigkeit. Und von ihm stammt der Spruch, Erfinden ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also das war etwas, was für ihn sehr charakteristisch war. Fleiß, Verbissenheit, auch der Wille nicht aufzugeben, das war sicher ein Charakteristikum dieses berühmten Erfinders. Der Herr in der Mitte ist Alexander Graham Bell. Der hat das Telefon erfunden und hat auch die erste Firma gegründet, die das Telefon in Amerika vertrieben hat. Die Firma Bell heißt nach ihm und heißt heute AT&T. Und er war jemand, der sehr technisch versiert war und der das also von der technischen Seite her getrieben hat. Und der dritte Erfinder, um den auch noch vorzustellen, ist ein Gegenspieler von dem Herrn Edison, das ist der Herr Westinghouse. Und auch Westinghouse war Erfinder und hat vor allem im Bereich der Elektrotechnik einige Dinge erfunden. Und er war Gründer der Firma General Electric, jetzt ist mir es wieder eingefallen, und hat sich Zeit seines Lebens mit dem Thomas Alva Edison gestritten. Über etwas ganz Merkwürdiges für uns heute. Die haben sich nämlich beide gestritten, ob Gleichstrom oder Wechselstrom besser ist. Und Edison sagte, ich bin für den Gleichstrom, weil er ist ungefährlicher. Und der Herr Westinghouse sagte, ich bin für den Wechselstrom, weil man kann ihn viel besser umformen, hochtransformieren, runtertransformieren. Da gab es einen großen Streit zwischen diesen beiden berühmten Erfindern. Und meine Frage an Sie ist, wollen Sie nicht auch ein solcher erfolgreicher Erfinder sein oder eine solche erfolgreiche Erfinderin? Und wenn ja, dann sollten Sie das methodische Erfinden vielleicht nutzen für sich als eine Technik, die Sie voranbringt, die Sie über bestimmte Hürden bringt, die Ihnen erlaubt, eben auch eine gewisse Zähigkeit an den Tag zu legen, wie das diese Herren und ganz besonders der Herr Edison eben auch schon gemacht haben. Nun lassen Sie uns mit einem kleinen Beispiel einsteigen, wo Erfinden eigentlich anfängt. Sie sehen hier ein Produkt, das Sie vielleicht auch schon mal verwendet haben, vielleicht die Damen weniger als die Herren, denn meistens stürzen sich ja die Männer auf dieses Gerät, wenn es denn etwas zu grillen gibt. Und jetzt wollen wir mal die Frage einfach an Sie stellen, was ist an diesem Gerät denn eigentlich schlecht? Was ist mies an einem Grill? Und halten Sie jetzt mal bitte kurz das Video an, nehmen Sie sich einen Zettel, schreiben 5 Sachen auf, die Sie als mies an einem Grill empfinden. So, wieder zurück. Ich hoffe, Sie haben meine Anweisung befolgt und haben sich was einfallen lassen, was an diesem Gerät noch nicht perfekt ist.
Ich selber habe mir auch was einfallen lassen. Sie sehen das hier, mir sind ein paar Sachen gekommen. Also ich finde es immer schwer, wenn ich das transportieren muss. Ich hasse es, ihn zu reinigen und manchmal wackelt so ein Ding auch. Und was mir auch unangenehm ist, ist immer die Zeit, die es dauert, bis die Kohle wirklich durchgeglüht ist. Da weiß ich nie so genau, ob das jetzt 10 Minuten sind, 15 Minuten, 20 Minuten. Und wenn dann die anderen schon die Salate und sowas anrichten, dann hat man immer das Problem, nicht genau zu wissen, wann es denn losgehen kann. Und er kann auch nur grillen. Ja? Also er kann nichts anderes, kann nicht singen, kann nicht tanzen, kann nicht steppen, kann nur grillen. Also von daher gibt es einiges, was an einem solchen Grill mies ist. Und das zu sehen, ist bereits eine wesentliche Fähigkeit von Menschen, die erfinderisch werden wollen. Sie müssen gar keine Erfinder werden, sondern einfach nur erfinderisch. Denn es gibt Menschen, die sind mit sich und mit der Umwelt komplett glücklich. Aber die brauchen nichts Neues. Ja, sie sind glücklich und leben in sich. Das sind aber keine Erfinderinnen und keine Erfinder. Viele Erfinderinnen und Erfinder haben einfach diesen Blick dafür, dass nicht alles perfekt ist und den Willen, an den Stellen eben auch etwas zu ändern. Und wir werden sehen, dass man das in ganz unterschiedlicher Weise machen kann.